Die Guajara. Der vierthöchste Berg Teneriffas ist zugleich die markanteste und höchste Erhebung des Cañadas-Kraters. Die Wanderung vom Parador Nacional führt auf einfachen Wegen durch die Siete Cañadas. Bizarre Felsformationen säumen den Weg. Die Normalroute auf den Gipfel schaffen auch ungeübte Wanderer. Von hier hat man imposante Ausblicke in die Cañadas und auf den Teide. Der Aufstieg auf den Pico Viejo ist deutlich schwieriger. Zunächst die Höhe von 3100 Metern, dann der scharfkantige Felsuntergrund auf dem westlichen Zugang und zuletzt der oft heftige Wind machen diese Tour zu einem anspruchsvollen Abenteuer. Heute nehme ich einen zweiten Anlauf auf dem Pico Viejo über den Ostzugang. Beschaulich steht der kleine Bruder des Teide da. Gleich zu Beginn muss ein Geröllfeld überquert werden. Hier muss man sich genau an die GPS-Vorgabe halten und auch bei kleinen Abweichungen sofort korrigieren. Es folgt ein Lavafeld und nach knapp 2 Kilometern beginnt die eigentliche Wanderung. Mit zunehmender Höhe lohnt sich immer mal wieder ein Blick zurück. Der Weg führt hinauf zu den Narices del Teide. Sie entstanden 1798 beim Ausbruch des Pico Viejo. Der Weg wird steiler, aber die Ausblicke in den Cañadas-Krater belohnen diesen Aufwand. Der Hauptwanderweg führt mich sicher bis zum Kraterrand des Pico Viejo. Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Gipfel. Nach insgesamt 3 Stunden erreiche ich ihn bei fantastischem Wetter. Der Krater des Pico Viejo ist 800 Meter breit und an einigen Stellen 200 Meter tief. Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg. Bei den Narices halte ich mich rechts und wähle die Westflanke. Dieser Weg ist einfacher als das Lavafeld. Auf dem letzten Teilstück begleiten mich kanarische Pinien. Mit der richtigen Streckenführung ist die Wanderung zum Pico Viejo ein tolles Erlebnis. Der Aufstieg auf dem Pico del Teide mit seinen 3718 Metern hört sich gewaltig an. Man muss zunächst unterscheiden zwischen dem Aufstieg zur Bergstation der Seilbahn und dem 150 Meter höher gelegenen Gipfel. Für den Aufstieg sollte man 4 Stunden einplanen und für den Gipfel an sich benötigt man 1 Stunde Gehzeit und eine Genehmigung, die vorher im Internet eingeholt werden muss. Generell sollte man sich langsam an diese Höhe gewöhnen. Mindestens 2 Wanderungen in den Cañadas sind vorher zu empfehlen. Noch besser ist es, wenn man vorher auf der Guajara oder dem Pico Viejo war. Trotz dieser Eingewöhnung sollte man die 3700 Höhenmeter nicht unterschätzen. Es gilt, viel zu trinken und ausreichend Pausen einzulegen. Der Aufstieg erfolgt zunächst gemächlich vom Parkplatz der Cañadas Hauptstraße bis zur Montaña Blanca. Dieser schöne Wanderweg gibt die ersten Ansichten preis. An der Montaña Blanca beginnt dann der steile Aufstiegsweg. Nun geht es stetig 750 Höhenmeter bergauf, vorbei an der Alta Vista Berghütte, bis zum Rundweg am Teide. Oben angekommen begegnen dem Wanderer zahlreiche Touristen, die mit der Teleferico die einfache Variante des Aufstiegs gewählt haben. Am Eingang zur Gipfelbesteigung kann man dann in dem vorbestellten Zeitfenster den Aufstieg angehen. Der Weg führt auf Stufen direkt zum El Pitón. Schwefeldämpfe umhüllen den Gipfel. Einige Felsen am Weg sind auch recht warm. Trotz der Reglementierung ist der Gipfel recht überlaufen.
Und so ist man schneller wieder unten als gedacht. Die Talfahrt mit der Teleferico ist dann auch ein Erlebnis. Zurück bis zum Parkplatz sind es dann noch 4 Kilometer Fußweg. Man kann aber auch den Bus nehmen. Der fährt immerhin einmal am Tag.